Also es ist auf jeden Fall ein sehr wendiges Bike, relativ leicht. So, hier einmal ein paar Dinge runter und ja, servus beieinander. Ja, ich bin hier beim Kawasaki-Händler Hardomoto Nähe München und fahre hier mal eine Z400-Probe. Ist also für den A2-Führerschein ein Einstiegsbike, könnte man sagen. Und dann, ja, testen wir sie einfach mal, was sie so kann. Ob sie für einen Fahranfänger gut geeignet ist. Also es ist auf jeden Fall ein sehr wendiges Bike, relativ leicht. Hat, glaube ich, nur 45 PS, nicht die vollen 48 PS, die ja beim A2-Führerschein erlaubt wären, weil sie ja doch sehr leicht ist. Ja, jetzt gerade auch sehr windig. Also fahren wir jetzt einfach mal in den Wald, da ist weniger Wind. Also der Motor läuft eigentlich recht geschmeidig. Ist ja nur ein 2-Zylinder. So, jetzt wird es hier mal ein bisschen windruhiger. Wunderbar. So, ja, Sitzposition ist eigentlich sehr angenehm, sehr aufrecht. Lenker ist jetzt auch nicht zu breit. Wirkt alles sehr, ja, sehr handlich. Man fühlt sich sofort wohl drauf. Sitzbank, ja, ist auch recht bequem, also nicht zu hart. Genau, dann schauen wir mal. Machen wir vielleicht einen kleinen Bremstest. Ja, mit ABS kommt man natürlich sicher zum Stehen. Natürlich ideal für einen Anfänger, aber auch für erfahrene Biker ist ABS natürlich alles andere als verkehrt. Und so das Bremsgefühl, ja, Druckpunkt ist auch ganz ordentlich. Ein ganz leichtes Surren in der Bremse, aber das macht nichts. Schauen wir mal den Rundlauf an, so bei Ortschaft Tempo 50, ja, läuft echt noch angenehm. Mal schauen, wenn wir dann Gas geben. Ja, rappelt nicht viel, zieht eigentlich recht geschmeidig durch. Bis Landstraßentempo. Ist natürlich keine Rakete, aber wie gesagt, für einen Fahranfänger passt es eigentlich. Und zwar ja, wie gesagt, jetzt nur 6. Gang Durchzug. So, nochmal Ortschaft, bremsen. Ja, passt. So, 30er-Zone. Kann man gemütlich im 4. Gang fahren. Da schnurrt sie dahin. Ja, wie gesagt, sehr wendig, sehr leicht. Wie gesagt, man fühlt sich sofort eigentlich auf ihr ganz wohl. Ja, in der Kupplung könnte noch etwas mehr Gefühl sein. So, hier einmal ein paar Dinge runter und wunderbar. Ein bisschen mit Gegenwind. Da ist ein paar Kurven. Ja, liegt natürlich, weil es so leicht ist, liegt es natürlich nicht ganz so satt in den Kurven drin. Wie jetzt ein etwas größeres, schwereres Bike. Aber lässt sich sehr präzise durch die Kurven fahren. Schauen wir gleich, wie der Wendekreis ausschaut. Ja, mal wenden. Mal ganz einschlagen, ja. Ist in Ordnung. Schauen wir mal, Ortsende, 6. Gang. Und Durchzug.
schon wieder auf Landstraßentempo. Ja, das reicht für so ein Bike. Und dann durch die Kurven. Ja, Technik haben wir hier natürlich nicht viel verbaut. Natürlich das ABS standardmäßig, wie es vorgeschrieben ist. Ein digitaler Tacho. Ja, viel mehr ist eigentlich nicht dabei. Kann man sich natürlich wahrscheinlich auch noch Gripheizung vielleicht bestellen oder so. Also Sachen. So, Gleise. Schauen wir mal, wie das Fahrwerk so reagiert. Ja, ja, schon ein bisschen hart eigentlich. Vom Gefühl her. Ja klar, der Motor braucht Drehzahl. Aber beim nagelneuen Bike, übertreiben wir es nicht. Ja, man kann sich überlegen, nehme ich jetzt die Z400 oder vielleicht die Ninja 400. Bei der Ninja, da hat man einfach den besseren Windschutz natürlich. Und wenn man sich da auch dann wirklich klein machen muss, um hinter dem Windschild zu sein. Klar, beim Naked Bike ist halt natürlich einfach kein guter Windschutz da. Aber wie gesagt, für Landstraßentempo einfach ist es kein Problem. So, dann schauen wir mal, wie sie sich beim Beschleunigen so schlägt. Zack. Okay. Wie gesagt, nagelneues Bike hier. Da drehen wir nicht zu hoch. Der Motor darf ja auch noch lange leben. So, schauen wir sie uns mal genauer an. Zack. Hui. Ja, natürlich ein sehr kompaktes Bike. Kleiner Motor, wenig Gewicht. Genau, vorne nur eine Scheibenbremse, die reicht auch. Es ist immer abhängig davon, wie schwer ist ein Motorrad, wie viel Leistung hat es. Und je nachdem muss man eben die Bremsanlage auch auslegen. In diesem Fall reicht halt einfach eine Einscheibenbremse aus, macht das Ganze etwas günstiger. Nur eine Bremsscheibe, ein Bremssattel. Dadurch ist das Bike auch für jüngere Leute, Fahranfänger eigentlich sehr erschwinglich. Ja, das schöne Kawasaki Grün. Auspuff kann man sich überlegen, ja, vielleicht einen Sportauspuff hinzumachen. Apropos Auspuff, machen wir gleich mal einen Test. Erstmal Leerlauf. So, Soundcheck. Zack, wie sie auf. Ja, klingt soweit ganz solide. Wie gesagt, wer mag, kann natürlich mit einem Sportauspuff den Sound noch verbessern. Ja, Sitzposition ist gut. Man sitzt auch relativ niedrig, also auch für etwas kleinere Leute gut geeignet. Also auch für Damen. Und die lassen sich ja auch noch über das Fahrwerk und den Sitz noch tiefer legen. Ja, also viel Platz zum Rangieren ist jetzt nicht. Aber da sie ja einen sehr kleinen Wendekreis hat und auch sehr leicht ist, trotz diesem Huckel hier in der Mitte, kann man da ganz gut umdrehen. Wunderbar. Also wie gesagt, für Anfänger wirklich gut geeignet. So, also Fazit. Ja, wirklich für einen Fahranfänger, für junge Leute, auch für Damen, wirklich ein sehr zu empfehlendes Motorrad. Es fährt sich leicht, es bremst gut und solide. Es ist auch einfach vom Gewicht her leicht, also zum Rangieren oder so, zum Wenden echt in Ordnung. Motor läuft gut, auch recht sparsam. Und damit ist die Probefahrt schon wieder vorbei. Freuen wir uns einfach auf die nächste. Servus!